Hallo liebe Zuschauer, heute in meinem Video zeige ich, wie man so eine Hähnchenkörbchen häkelt. Der hat einen ovalen Boden. Bodenabmessungen sind 24 x 16. Die Höhe von Körbchen bis zum Boden beträgt 17 cm. Von Höhe von hier bis ganz unten bis Boden 24 cm. Und in die Breite ist es 34 cm. Diese Körbchen kann man problemlos hier aufmachen und aufhängen, wohin man es will. Zum Beispiel beim Babybett für Spielsachen oder für welche man auch will, da rein tun. Oder zum Beispiel im Bad für verschiedene Utensilien, für Kamm und so weiter. Und auch in die Küche kann man verwenden, was es Ihnen lieber. Materialien, die ich dafür benutzt habe: einmal ganze Knäuel von Babini in 5 mm. Es ist wirklich nur 1 Meter geblieben oder so. Ganze Knäuel ist verbraucht. Also wenn ihr zu locker häkelt, müsst ihr aufpassen, ob das für diese Größe ausreichen wird. So, ich habe Häkelnadel Nummer 7 benutzt. Man kann auch mit Häkelnadel 8 häkeln. So, dann Maßband, Maschenmarkierer, 2 Knöpfe und die Schere. Bevor wir anfangen, möchte ich noch kurz erklären, wie man dieses Schema liest. Das ist Schema für den Boden und die finden Sie am Ende von diesem Video. Können Sie auf Stopp machen und einen Screenshot davon und dann ausdrucken. So. Als erstes brauchen wir Kette aus 6 Luftmaschen. Das 6 Luftmaschen. Dann häkeln wir in Runden, in Spiral. Wir werden die Runden nicht abschließen. Einfach weiter in Spiral häkeln. So. Die erste Reihe kreuzen sind feste Maschen. Dann hier ist Zunahmen. Also erstmal Kette aus Luftmaschen, dann direkt in die erste Reihe in erste Masche 3 feste Maschen häkeln, dann 4, dann 3 feste Maschen und dann wieder 4 und erste Reihe ist abgeschlossen. So müsst ihr auch weiter lesen und jede Maschenanzahl gegebenenfalls nachzählen. So, okay, dann fangen wir an. Als erste Luftmaschenkette aus 6 Luftmaschen. Einmal Knoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drehen Sie mal rum und schauen Sie diese Stellen. Hier, da werden wir häkeln. 1, 2, 3, 4, 5. Die 6. direkt hinter der ersten beweglichen Masche. So, in diese erste Stelle häkeln wir 3 feste Maschereien. Eins, 2 und die dritte. So. Dann 4 feste Maschen. Das ist ein bisschen schwer, erste Reihe. 1, 2, 3 und 4. So, in die letzte 6. Stelle hier häkeln wir auch ebenso 3 feste Maschen.
1, 2 und 3. So, ziehen wir und knoten ein bisschen zusammen. So, jetzt haben wir umgedreht auf die andere Seite. Jetzt häkeln wir zurück noch 4 Maschen. Also schauen Sie genau. 1, 2, 3, 4 Masche gegenüber von anderer Masche. Da geht man hier rein unter die 2 Faden und häkelt eine Masche raus. 1, 2, 3 und die 4. Fertig. Erste Reihe ist fertig. Da wir in Spirale Runden häkeln, ohne die Reihe zu abschließen, brauchen wir jetzt eine Maschenmarkierer. Und jetzt häkeln wir weiter. Hier waren 3 Maschen, hier waren 3 Maschen. In die Runde Nummer 2 werden jede von dieser Masche verdoppelt. Also hier 2 in einer Stelle, hier 2 in einer Stelle und hier. Genau das wie die Seite. Also von hier bis hier werden immer 4 feste Maschen sein. Die bleiben unberührt, ohne Zunahmen. Zunehmen werden wir nur an diese Halbkreisen. So, direkt hier häkeln wir jetzt 2 feste Maschen. Eins und die Masche markieren wir. Und an dieselbe Stelle noch eine. 2. Dann hier 2. Und da 2. So, jetzt hier mal 4 Stück. Und hier dasselbe. Verdoppeln wir hier 2. Dann hier. Und die letzte Verdoppelung. So. Und schauen Sie, 1, 2, 3, 4 geblieben bis zur Markierstelle. Fertig. Also wir werden jetzt in jeder Reihe an die Halbkreisen Zunahmen machen. Jede Reihe kommen hier 3 Zunahmen und hier 3 Zunahmen. Und zwischen Zunahmen jetzt wird eine Masche frei sein. Also das heißt, hier machen wir 2, eine einzige, hier 2, eine einzige und hier 2. Genau wie hier. So, Maschen markieren können wir weiter in jede Masche reinstecken oder einfach unten lassen. Dann später können wir einfach so nach oben orientieren, wo das Anfang war. Ich lasse mal hier unten. So, und häkle ich hier eine Masche. Dann hier verdopple ich. 1, 2, hier eine einzige und hier wird die Verdopplung. 1, 2, dann hier eine einzige und die letzte Verdopplung kommt hier. So,
Jetzt weiter häkeln bis zu dieser Stelle, wo verdoppelt war. So, verdoppelte Stelle. Jetzt mache ich hier eine, genau wie auf die Seite war. Hier zweimal in eine Stelle. Hier wieder 1. Hier zweimal. Hier 1. Und die letzte Verdoppelung hier 2. Und alle weitere Maschen bis dieser Stelle einfach einzeln häkeln. In der Runde Nummer 4 werden zwischen Verdoppelung 2 einzelne Maschen sein. Ihr könnt einfach nach vorheriger Verdoppelung orientieren. Zum Beispiel, wenn ihr seht, dass hier war 2 Maschen an einer Stelle Zunahme, dann könnt ihr hier vor dieser Verdoppelung eine Zunahme machen. Dann brauchen Sie nichts mehr zählen. Kommt weiter zu dieser Stelle, dann macht ihr hier Verdoppelung. Und wer mag, kann auch einfach Markierer benutzen und diese Stelle markieren. Und dann müsst ihr überhaupt nichts mehr achten. Also hier Verdoppelung, dann mache ich direkt vor noch eine Verdoppelung. Und dann zweimal einzelne. Und hier Verdoppelung mache ich direkt auch da 2. So. Dieses Prinzip, es ist nicht schwer, muss man nur schauen, wo die Verdoppelung von vorheriger Reihe war und nicht direkt übereinander jede Reihe machen, sondern eine nach vorne oder eine zurück, dann entsteht auch ein perfekter Halbkreis hier. So, 3-mal Verdoppelung habe ich gemacht. Jetzt häkle ich bis zu dieser Stelle, wo Verdoppelung war, auf die Seite. So, jetzt hier mache ich Zunahme. Hier eine Zunahme. Und da allerletzte Zunahme an diese Seite. So. Jetzt einzelne Maschen bis zu diese vorherige Zunahme. Also das war Reihe Nummer 4. Jetzt steigen wir in die 5. Und zwar hier werde ich Zunahmen nicht vor diese vorherige Verdoppelung machen, sondern nach dem, weil ich möchte, dass perfekte Halbkreis entsteht und dafür muss man die Zunahmen verschieben. Also 5. Reihe, erstmal 2 Maschen und dann mache ich Zunahme. Jetzt zwischen Zunahmen werden 3 Maschen, einzelne Maschen sein. So, jetzt hier Zunahme. 3 einzelne. Und alle letzte Zunahme an diese Seite. Ihr häkelt selbstständig weiter. Hierhin macht ihr Zunahmen, also wie in meinem Fall, dann nach der Verdoppelung, also hier 2, dann hier und dann hier und bis Ende einzelne Maschen. 5 Reihen sind fertig. In der Reihe Nummer 6 wird ebenfalls 3 Zunahmen gemacht an jeder Seite und zwischen Zunahmen werden 1, 2, 3, 4,
einzelne Maschen. Also in diese Runde Nummer 6 mache ich die Zunahme wieder vor die vorherige. Also hier direkt 2. Dann 4 einzelne Maschen. Jetzt hier wieder Zunahme. 4 einzelne Maschen. Und die letzte Zunahme an diese Seite. Weiter bis zu dieser Stelle und hier wieder vor die vorherige Zunahme 2, hier 2 und hier 2. Und kommt er wieder mit einzelner Masche bis zu dieser Stelle. 6 Reihen sind fertig. In der Reihe Nummer 7 mache ich ebenfalls Zunahme vor die vorherige Verdoppelung. Also direkt hier zweimal. Und ich hoffe, ihr habt das Prinzip verstanden. Also praktisch jede Runde 3 Zunahmen eine Seite und 3 Zunahmen auf die andere Seite. Ihr könnt häkeln so groß, wie ihr das wollt, den Boden. Und da bei mir 7. Reihe ist die letzte Reihe. Und am Ende von dieser Reihe wird bei mir hier sein 50 Maschen. Also wenn ihr nachzählt diese Zöpfchen, dann wird das 50 Stück sein. So. Ich häkel bis zu Ende, Reihe Nummer 7. Und dann wird es weiter hochgehen. 7 Reihen sind fertig, 50 Maschen bei mir. Ihr könnt auch noch größere Körbchen häkeln oder umgekehrt weniger Reihen machen, kleinere Körbchen machen. Wie man das ungefähr ausrechnen kann, wie das in der Breite später wird sein, misst ihr einfach Umfang hier. Zum Beispiel bei mir hier jetzt 74. Dann legen Sie das Band zur Hälfte und dann sehen Sie, wie breit Körbchen am Ende wird. So ungefähr können Sie sich orientieren. Wer entscheidet sich noch weiter, eine oder 2 Reihen zu häkeln, ist dasselbe. 3 Zunahmen hier, 3 Zunahmen hier und so weiter. So. Ich höre bei 7. Runde auf und jetzt wird ganz leicht einfach in die Höhe häkeln, ohne weitere Zunahme vorzunehmen. Hier könnt ihr auch selber variieren, wie groß eure Köpfchen sein soll. Also jetzt nur Masche in Masche, einfach weiter in Spirale häkeln. Ich habe 10 Reihen in die Höhe gehäkelt. Wie man die Reihen zählen, schauen Sie hier, wo die allerletzte Zunahme war. Das war noch Boden. Und ab nächster Reihe zählt man hoch. 10 Stück habe ich. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch weiter häkeln, wenn ihr eine größere Körbchen brauchen. So, jetzt brauchen wir Markierer. Und zwar, Arbeit habe ich beendet, wo diese allererste Markierstelle war. Ungefähr so an die gleiche Masche. So, jetzt wichtig ist, die in die Breite richtig zu messen. So zusammenlegen und finden die Seiten von Körbchen. Also da war 50 Maschen, das heißt, die Seite muss 25 sein, die andere Seite auch 25 sein. Zwischen Maschen habe ich Markierer eingesetzt, hier auch.
Und auf die Seite, wo unten Markierstelle war, es wird hintere Seite sein. Hier werden Henkel angebracht, diese Stellen. So, und hier habe ich markiert von diesen seitlichen Markierer 1, 2, 3, 4, 5. In die 6. Masche habe ich markiert. 6. und 7. brauchen wir für den Henkel. Genau wie von der Seite. Markierstelle 1, 2, 3, 4, 5. Die 6. Masche habe ich markiert. Und dann 7. hier werden wir verbinden. Und so, noch eine Kleinigkeit. Auf die andere Seite habe ich auch 2 Marker eingesetzt für Abnahme. Das heißt, das wird letzte Reihe sein. Und damit das Körbchen nicht ganz weit auseinander aufgeht, machen wir hier noch Abnahmen. So, genau hier von den Stellen habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in die 8. markiert und von dieser Seite auch in die 8. Masche markiert. So, fangen wir an mit dem Henkel. Ihr könnt selber variieren, wie groß das sein soll. Und denken Sie noch daran, dass später mit der Zeit wird das noch größer sein. Mit dem Gewicht und so weiter. Ich habe ausgerechnet, so ungefähr brauche ich 20 Luftmaschen. Also hier Masche Nummer 6, Nummer 7 von dieser Markierstelle. Häkle ich das rein in die Masche Nummer 7 und von der Stelle 20 Luftmaschen. So, jetzt müsst ihr euren Knopf nehmen und schauen Sie. Wir häkeln jetzt zurück. Zum Beispiel, ich habe so einen Knopf. 1, 2, 3, 4. In die 5. Masche gehe ich rein und häkel eine feste Masche raus. So. Ihr müsst schauen, dass euer Knopf durch diese Öffnung gut reinpasst. So. Und mit der Zeit wird diese Öffnung noch größer. Also lieber ein bisschen fest zuerst reinstecken als zu locker. Okay, also 20 Maschen. Und ich habe in die 5. jetzt ausgerechnet, dass ich brauche so großes Öffnung für einen Knopf. Von hier anfangen. 1, 2, 3, 4, 5. Hier rein. Eine feste Masche ziehen. Fertig. Dann weiter in jede Masche eine feste Masche häkeln. Bis hierhin. Allerletzte Luftmasche noch da. Und jetzt verbinden wir mit dem Körbchen. Diese Maschenmarkierer abmachen. Und hier so die 2 Faden verbinden. So, fertig. Jetzt häkeln wir weiter in die Seite bis zur seitlichen Markierstelle. Bei der Seite, wo Markierstelle zwischen 2 Maschen waren, machen wir auch eine Abnahme. Die Markierstelle weg. So, in eine Masche reinhalten, in 2. Masche reinhalten und alle 3 auf einmal häkeln. Eine Abnahme. So, dann weiter häkeln bis zur nächsten Markierstelle. Da machen wir auch Abnahme. Eine Masche vor die markierte Stelle. Marke abmachen. Einmal rein, zweimal rein, alle 3 Stück auf einmal häkeln. Fertig. Und so weiter bis zur nächsten Markierstelle. So, damit die Abnahmen symmetrisch zu dieser Abnahme werden, dann müssen wir
erste Markierstelle und danach nächste Masche mitnehmen. Also Marke abmachen, also hier rein, dann nächste rein und alle 3 auf einmal. Und jetzt weiter geht's bis zu die 2 Maschen. Da macht man auch eine Abnahme. So, markiere abmachen und die 2 Masche Abnahme. So. Jetzt weiter häkeln wir bis zu einer Masche vor die Markierstelle, damit das auch gleichmäßig aussieht wie die Seite. So. Jetzt hier häkeln wir rein und ab hier 20 Luftmaschen. So, genau wie vorher verbinde ich in 5. Masche. 1, 2, 3, 4, 5. Hier rein. Eine feste Masche häkeln. Und weiter alle Maschen bis unten. Also bis hierhin. Noch eine Masche habe ich da. Und jetzt mit Körbchen verbinden. Markierstelle abmachen und in die nächste Masche reinhäkeln. Fertig. So, eigentlich auf dieser Stelle kann man jetzt Arbeit beenden, aber wer möchte, kann auch weiter einen Abschluss machen mit Kettmaschen durch den ganzen Körbchen, so wie hier. Also geht man einfach rein unter die 2 Faden oder unter die eine Faden. Ich entscheide mich für eine Faden. Dann gehe ich unter die eine und ziehe ich durch diese Masche direkt durch. Dann in die nächste und so weiter, bis man den ganzen Rand inklusive Henkel umhäkelt. So sieht das aus. So, ich habe ganzen Körbchen umgehäkelt mit Kettmaschen und jetzt ist noch 2 Maschen geblieben und ich zeige, wie man sauber Abschluss macht. So, die 2. Masche fertig. Von der ganzen Knäule ist ungefähr 1 Meter geblieben, nicht mehr. Also passen Sie auf, wenn ihr zu locker häkelt, kann sein, dass für Abschluss keine Garn mehr da ist. So, dann zieht man das raus und schauen Sie diese allererste Kettmasche hier. Geht man unter die 2 Faden rein, zieht man ganzen Stück wieder raus und wieder auf die Stelle bringen, wo es rausgeht. Drehen Sie auf die andere Seite und schauen Sie genau, wo das rauskommt. Hier und durchziehen. So. Diese Ende nach unten durch mehrere Maschen ziehen und irgendwo da auch vernähen. Weil diese Garn aus Baumwolle besteht, den kann man ganz gut in Waschmaschine waschen und auch bügeln. Wird nichts passieren. Also, und diese unten, diese Endstück, den auch bitte so durch mehrere Maschen verstecken und dann auch vernähen. So. So sieht das jetzt aus. Nur letzter Strich, diese Knöpfe annähen. Also, wir müssen hier, wir können variieren, an welche Stelle die kommen. Hier, weiter unten, also entscheiden Sie selber. Und nähen. So. Eine Seite und die andere auch. Und das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Abonnieren Sie meinen Kanal. Über eure Likes und Kommentare werde ich mich sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!